Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sports. Heute Technik. Wir haben nebendran den Christian und den frage ich jetzt ein paar Sachen über sein geiles Bike. Das ist eine R1300 GS, aber nicht, wie ihr sie im Laden seht. So, Servus, schön, dass du da bist. Servus, grüß dich. Ich brauche jetzt ein paar Informationen von dir. Wie alt bist du? Ich bin 31 diese Woche geworden und Wir gratulieren ihm alle. Herzlichen Glückwunsch, schaut Danke. gern drunter. Dankeschön. Und bin sehr mit BMW affin, sage ich jetzt einmal, sehr affin mit dem Thema HP2 und habe mir schon 2017 gedacht, dass ich mir eigentlich etwas bauen möchte mit einer modernen Technik. Und da ist der Gedanke mit der Rambler schon entstanden. Da wollte ich den 1200er Motor nehmen, dann habe ich den 1250er Motor in Erwägung gezogen. Und dann war ich halt eben bei BMW und habe dieses Motorrad als Prototyp gesehen und habe gewusst, das ist der Motor und das werde ich zu meinem Umbau verwenden. Deshalb nenne ich auch diese GS auch eigentlich 1300 RR, Rally Ride, also weil das halt eben ein Rallye-Umbau ist. Es soll nie an die HP2 anknüpfen, es soll nie besser werden als die HP2, aber es soll halt eben eine richtige reinrassige Rallye-Maschine werden. Was halt die HP2 ein bisschen war, muss man sagen, wenn man einen größeren Tank gehabt hätte. Und von dem her war das halt die Ambition und diese Fahreigenschaften und das Ganze zu übertragen auf die neue moderne Technik. So, jetzt bist du schon fast zu schnell für mich, ne? Was gefällt dir an der HP2 eigentlich so gut? Puh, die Seltenheit, sage ich, die Leute, die sie besitzen, das sind richtige Koryphäen, kann man sagen. Das sind auch Leute, die nicht nur eine haben, mich eingeschlossen, und dann auch das Gewicht, dass so ein großer 1200er Boxer halt eben 192, 193 Kilo wiegt, vollgetankt. Das ist für mich sozusagen so ein Statement von BMW gewesen, das sie nie wieder wiederholt haben und wahrscheinlich nie wieder machen werden. Und jetzt versuchen wir hier so ein Statement zu wiederholen. Also ist das so ähnlich wie bei mir, weil in München da gerade nichts geht, tut mir leid, hast du das Ganze selber in die Hand genommen. Ja, genau. Also man braucht sich, es wäre ein Wunschgedanke, dass BMW sowas baut, sage ich jetzt einmal. Aber ja, es gibt genug Leute, sage ich jetzt einmal, die Interesse an sowas haben. Zumindest ist es zu sehen. Aber jetzt gibt es ja die R12G-S. Bist du die schon gefahren? Ja, bin ich. Habe ich 2 Wochen fahren dürfen. Was glaubst du? Ich meine, das Motorrad, was vor uns steht, ist noch nicht gefahren. Was glaubst du, was der Unterschied ist zwischen der R12G-S, der HP2 und dem Motorrad, was du auf die Welt gebracht hast? Also, ich sage jetzt, die 12er leckt für mich ein bisschen, was die Drehzahlfreudigkeit angeht, im unteren Drehzahlbereich. Also die ist ein bisschen träge und zart. Gewichtsmäßig muss ich sagen, viel zu schwer gebaut. Also da ist auf jeden Fall Potenzial, oder wäre vom Werk sicher Potenzial gewesen, dass man da einsparen kann. 15 Kilo Tank. Wirklich. Ja, also sieht man schon halt eben, den Tank kann man sicher locker um die Hälfte reduzieren, wenn man möchte. Weißt du eigentlich, wer den produziert hat? Also ich gehe mal davon aus, dass das von Rheinmetall kommt, ne? Es kann schon sein. Ja, das könnte schon für einen Panzer sein, sage ich jetzt einmal, schusssicher. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch für militärische Applikationen. Wir haben das bloß nicht gewusst. Das ist eigentlich die interne Aufrüstung. Genau.
Aber also in der Hinsicht werden wir auf jeden Fall leichter sein als die 12er. Wir werden schwerer sein als die HP2, aber wir haben auch mehr Sprit dabei. Dann haben wir auch eigentlich von den dreien haben wir am meisten Leistung. Also auch original haben wir genug Leistung. Wir werden später wahrscheinlich noch mehr haben. Wie viel hat sie jetzt gerade? 145. Und wie viele Kilometer hat das Motorrad schon drauf? Ich habe 6000 Kilometer damit gemacht, weil ich halt eben die ersten 6000 Kilometer machen wollte, damit ich einmal schaue, ob was kaputt geht, weil das Motorrad relativ neu ist am Markt. Hat gehalten. Also jetzt hoffe ich, halt jetzt auch die nächsten, weiß nicht, 30.000. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben gerade ein bisschen gelästert über BMW. Wir wollen ja keinen Ärger in dem Kanal haben, weil der Kanal ist ja fast nur weiß-blau. Also, es sieht so aus. Ich betreibe das Ganze ja, wie er auch, mit einer Passion. Und wenn man Herzblut in sowas reingibt, dann ist es anders da, als wenn man an einem Tisch sitzt und muss mit ganz vielen Leuten zusammen seine Idee teilen. Und dann der Wichtigste mit dem Bilanzbuchhalter. Ganz genau. Und das Problem haben wir nicht. Deswegen, so, deswegen fragen wir ihn auch nicht, was ihm der ganze Scheiß gekostet hat. Weil, mit großer Sicherheit, ich weiß, vor 2 Jahren hat er geheiratet, braucht er da nichts mehr heimzukommen. ja, eben. Also Geld spielt eine Rolle in meinem Leben, aber halt eben, ich habe mir diesen Spaß erlaubt, weil ich halt eben der Wunsch, es zu haben, größer war, als sozusagen es nicht zu haben. Und auch sozusagen ein Sprichwort ist, wenn ich es erträumen kann, dann kann ich es auch besitzen. Und das war hier, sage ich jetzt einmal auch das Ding. Und habe auch viel geopfert, was das hingeht, dass ich auch hier, wo ich heute stehe, bin. Weil ich halt eben, ich habe leidenschaftlich HP2s gesammelt und habe halt eben 2 dafür verkaufen müssen, damit ich halt eben dann da ein paar Schritte machen kann, weil ja, Aber Budget ist ein Thema. Du hast es ja schlau gemacht. Wir haben im Vorgespräch natürlich, müssen wir ja ein bisschen machen, haben wir drüber geredet. Also das ist keine einmalige Angelegenheit. Es gibt eine Rahmenlehre dafür und das, sage ich, ist schlau. Und wir haben jetzt 250 Rahmen auf die Welt gebracht. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, Alter, dieses Gutachten, was mir das alles gekostet hat. Wenn du Glück hast, wir reden ja von einem aktuellen Motorrad mit einer Zulassung, Ja. mit einer E-Prüfung. Wenn du Glück hast, findest du da draußen noch so einen Irren, der auch so denkt wie wir. Genau, also der absolute Wunschgedanke wäre, dass man 5 Replikas bauen könnte, sage ich jetzt einmal, wenn das Budget passt natürlich und der Wille da ist. Und dann ist halt eben, das ist ein Prototyp, das ist halt eben jetzt einmal dieses Jahr auch für Testzwecke für verschiedenste Rallyes, damit ich einmal weiß und Rennfahrer, also da wirklich namhafte Personen einmal damit fahren und mir ein Feedback geben, wie meine Idee gut, sage ich, auf dem Papier war, ist in Realität gut. Es kann sein, dass das halt eben vielleicht nicht so fährt, wie ich es mir vorstelle, oder andere. Aber da muss man halt eben dann arbeiten, aber dann wäre die Idee, dass man dann halt eben das an Leute, sage ich jetzt mal, anbietet. Sei es nur der Rahmen, dass die Leute es selber aufbauen, oder man baut halt das komplette Motorrad dann für sie auf. Halt natürlich nicht hauptberuflich, aber nebenberuflich. Auf dem Rahmen habe ich gesehen, steht Nikon Bagger. Ja. Der hat es für dich geschweißt. Die Ideen, die sind aber von dir gekommen. Ja, also ich bin der Visionär und er ist dann sozusagen meine linke und rechte Hand gewesen, damit er mir das zusammenschweißt, weil es gäbe halt verschiedene Leute, die das machen könnten, sage ich jetzt, auf der Welt. Er war aber für mich eigentlich immer so die Nummer 1, wenn es darum geht, was für eine Liste ich habe, weil er halt eben, vielleicht kennen das ein paar, die L50 Bert Dursma GS gebaut hat. Das heißt, er hat halt eben eine Konversation von Telelever auf Upside Down gemacht und das war halt eben, er war sozusagen der Erste. Er ist eigentlich auch der Inventor vom Telelever für BMW gewesen. Also seine Historie mit BMW ist länger, als BMW eigentlich zugeben wollen würde. Also ein bisschen Bashing wieder. Aber es ist halt eben, er hat sehr viel mitgewirkt und deshalb ist sozusagen für mich auch so gewesen, ja, es gäbe einen Namen auf der Welt, der vielleicht berühmter ist als Nico Backer, aber die haben eigentlich nicht wirklich viele eigene Rahmen gebaut, sondern halt nur geändert. Das wäre zum Beispiel jetzt HPN. Aber die sind halt eben, ja, ich will jetzt nicht negativ sein, aber die sind halt eben jetzt nicht so willig, dass sie sowas Neues machen. Und deshalb war halt Nico der Mann der Stunde. Und der war wirklich, muss ich echt sagen, er wird 80 nächste Woche. Er hat halt eben einen Neffen, der halt eben ihm hilft, einen Schwiegersohn, der ihm hilft
und dass er noch immer in der Werkstatt ist. Er macht zwar nicht viel, das machen meistens halt eben seine, sage ich jetzt, sein Neffe und so, aber dass er was macht, das ist bemerkenswert. Und der macht das halt mit einer Pension und der wird das bis zum Ende machen. Das erinnert mich an Franco Azervis, der ist letztes Jahr im Sommer 80 geworden. Und zu mir hat er gesagt, du bist in der ersten Runde, weil ich 40 bin, und er ist schon in der zweiten Runde. Und das ist doch geil, wenn wir es erleben. Also das ist auch mein Lebensziel, dahin zu verbringen, bis ich mal vielleicht die Treppe nichts mehr so gut aufkomme. Ja. Wenn man das mit Spaß und Freude macht, kann ich sehen, wie du grinst. Der hätte mal sehen müssen, wie das Motorrad ausgeladen hat. Seine Frau wäre vor 2 Jahren froh gewesen, wenn er bei der Hochzeit so gegrinst hätte. Ne? Ja, das ist schon echt übel. Also da hast du einen guten Partner gefunden, augenscheinlich. Und alles, was wir bis jetzt sehen, sieht ja pornös aus, muss ich sagen. Aber warum kommst du eigentlich zu mir? Also die Anfrage war ja so, dass wir halt eben gemeinsam ein Detailvideo machen für die deutschsprachige Community, weil ich mache halt sehr viel eigentlich englischsprachig und ich sage jetzt einmal, deine Zuschauer sind halt deutschsprachige. Und ich habe gedacht, das ist österreichisch, was du da sprichst. Ich habe das immer nicht verstanden. Ja, ich spreche natürlich österreichisch und ich fahre halt eben jetzt gerade so ums Eck vorbei, weil ich halt aus Holland jetzt das Motorrad hole und nach Wien fahre und wir haben das halt gut kombiniert. Ja, und wir wollen auch ein bisschen Werbung für ihn machen. Und ich glaube, dafür habe ich die richtigen Zuschauer oder wir euch. Ne? Ihr seid nämlich richtig geil da draußen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt für Mitglieder werben. Werdet Mitglied. Wir geben sehr viel Gas, opfern viel Zeit und wünschen uns mehr Unterstützung, weil dann können wir noch mehr Gas geben. Damit wir sowas erhalten können. Du lebst ja auch ein bisschen vom Marketing dann auch, weil... Was hat er denn davon, wenn ihm jemand hilft mit Marketing? Dann kann er bei einer Firma antanzen, die ihm vielleicht hilft, weil es ihn durchs Video kennt oder durch Bilder oder durch Social Media. Ja. Du willst das Ding ja selber fahren. Was hast du vorher gedacht? Gedacht, vielleicht nicht viel, weil man muss sagen, ich habe die Gelegenheit, also ich bin sehr oft Offroad gefahren. Ich fahre seit dem 4. Lebensjahr. Enduro und Motocross. Also Offroad-Erfahrung habe ich genug, würde ich sagen. Ich habe aber 0 Rallye-Erfahrung. Und Rallye-Erfahrung ist halt eben so ein Thema, man muss mit dem Roadbook halt klarkommen. Ich habe noch nie sowas in der Hand gehabt, sage ich jetzt einmal. Ich habe mir schon Tutorials, ich habe mal ein Buch gekauft und versucht, mich da reinzulesen. Also wollen wir nächstes Jahr alle 2 dann Africa Eco Race fahren? Ja, 2028 ist Africa Eco Race geplant. Okay. Und dieses Jahr als erste Rallye überhaupt, die ich fahren werde, ist die Hellas. Mega, mega, mega. Also, und das ist schon mal, da ist eigentlich, also ich fahre gleich in der Rallye-Klasse, nicht in der Adventure-Klasse, das heißt halt eben gleich voll rein, weil erstens, ich kann dann schauen, funktioniert das? Muss ich was verbessern? Für mich selber, woran muss ich trainieren? Woran sollte ich mich vielleicht besser konzentrieren? Und es ist halt eben gleich so eine Challenge, ja, die vergesse ich sicher nicht in meinem Leben. Jetzt haben wir viel außenrum geredet. Ja. Jetzt kommen wir mal zum Bike. Also vor mir steht eine 1300 GS, das habe ich schon erkannt an den großen Zylindern. Außenrum, was ist vom Rahmen noch original? Nichts. Also es ist wirklich so, dass von dem Motorrad original nur der Motor und diese Frontpartie überblieben sind. Schwinge. Mit der Schwinge, die noch bearbeitet wird, sage ich jetzt. Räder hast du von? Woody Wheels. Die habe ich halt eben, das sind HP2-Räder, weil das Coole ist, HP2-Räder passen bei der 13er hinten drauf, auch bei der 1250er, das wissen die meisten nicht, aber das passt ein so A drauf und vorne sind das auch eigentlich HP2-Räder, aber die HP2-Räder bei Woodies sind 690 KTM-Räder, also von dem her, ja, alles läuft immer zu KTM und deshalb habe ich halt eben das Set aus einer HP2, die ich verkauft habe ich rausgenommen und habe das halt für den Umbau benutzt. So, in der Originalschwinge sehe ich das Tractive Federbein. Wie bist du dazu gekommen? Warum nicht das Originalfahrwerk? Also original schwierig. Das Motorrad hatte keine Ausstattung, das heißt, das Motorrad hatte auch kein ESE oder sonst irgendwas, also kein elektronisches Fahrwerk, sondern ein normales ZF-Fahrwerk, wo man nichts einstellen kann, außer eine Federvorspannung. Du sagst es gerade so, als wäre dir das ESA-Fahrwerk lieber als das von Sachsen. Ja, also das ich sage jetzt, das ESA-Fahrwerk ist auf jeden Fall besser als das, was da halt eben als Holzfahrwerk verkauft wird. Ja. Und das Tractive ist halt eben das Performanteste, was man für die Maschine kaufen kann. Da muss man wirklich sagen, das Öl ins Fahrwerk ist halt eben nicht schlecht, aber es ist halt eher straßenlastig als Offroad-lastig.
Das Fahrwerk wird aber trotzdem noch immer umgebaut, weil es nicht optimal ist. Also es ist halt eben für den 1300er Kunden optimal. Für das, was wir fahren wollen, ist es nicht optimal, weil es halt eben dann das Öl wird zum Kochen beginnen, weil man muss sich das so vorstellen, dass es halt eben ein Stoßdämpfer, wo halt eben die ganze, sage ich jetzt einmal, Kolbenmechanik halt eben nicht an Stoßdämpfer oben ist, sondern halt eben mit einem Seil, Ja. Verlängerungsseil ist, weil bei der 1300er man keinen Platz hat, um das einzustellen. Da ist kein Fenster oder so und deshalb müssen sie das rausholen, damit jemand da schrauben kann. Das brauche ich bei mir nicht, weil bei mir kann ich reingreifen und schrauben und wenn ich es einmal einstelle, fasse ich es nicht an. Also, weil ich werde hier nicht Gepäck drauf tun oder ich werde jetzt nicht 100 Kilo mehr wiegen. Also, wenn ich es einmal eingestellt habe und die Balance gefunden habe, fährt das. Wir sind uns beide klar, das ist ein Einsitzer, ne? Ja, Weil ich meine, den Raum braucht man für sich allein, ne? genau. Das ist auf jeden Fall ein Einsitzer. Der Frau die Küche und dir die Sitzbank, ne? Ich koche daheim. Das da ist von einer. Das ist halt eben von einer Yamaha T7, die Rallye-Sitzbank. Halt einteilig, aber die Sitzbank ist halt noch nicht fertig, weil wir halt eben hier vorne halt eben die Aussparungen haben für den Originalsitz und der Originalsitz kommt hier drauf und dann wird er irgendwo abgeschnitten, dann tun wir die zwei zusammenkoppeln und dann machen wir einen Sitz draus, das heißt, es wird ein Zwitter oder Frankenstein, wie ich manchmal sage. Wir machen einen BMW und einen Yamaha-Sitz zu einem, weil die Hecktanks GYTR Yamaha Tanks sind. Und ja, die waren für mich die beste Option, die man kriegen kann, was zum ganzen Design vom Motorrad passen. Wie viele Liter sind da drin? 13,7 Wie sind viele Liter hast du vorne? 19. 19. Boah, 19 nur? Ja, die haben es um 1 Liter kleiner gemacht. War früher 20. Okay, ich meine, dann brauchst du das auch, ne? Ja, ich glaube, es ist auch gut für die Balance, weil viele sagen, ja, okay, die Adventure wäre besser. Nein, ich in meinen Augen nicht, weil dann ist sie zu frontlastig. Und ich werde halt eben in Zukunft dann entweder hinten fahren können oder vorne mit dem Sprit. Das heißt, ich kann dann umschalten zwischen Fronttank und Hecktank. Und das heißt, in der Rallye, wenn ich starte und es Sandpassagen sind oder so, dann fahre ich mal mit dem vorderen Tank, den fahre ich mal so leer, wie es geht. Und dann schalte ich erst auf den hinteren und fahre dann den leer, weil ich hinten halt mehr Gewicht brauche als vorne. Also das ist halt die Option, die man halt dann mit so einer Balance hat. Dann hast du noch einen Akrapovic-Auspuff drunter. Ja, Aber da ist jetzt noch der Cut und alles drin, ne? nee. Nee, ist alles. Nee, das ist eine Volltitan-Anlage von Akrapovic. Ich habe jetzt Gänsehaut gekriegt, gerade in dem Moment. Alter. Ist, sage ich jetzt einmal, das Creme de la Creme, was man kriegen kann. Und der Auspuff selber ist halt eben von einer M1000RR, der Slip-On, der Race Slip-On, weil ich ihn einfach vom Aussehen her besser gefunden habe. Und es geht hier bei diesem Umbau sehr um Gewicht. Das heißt, jedes Teil, was ich da dran schraube, muss leichter sein. Und dieser Auspuff ist noch einmal um 50% leichter als der Slip-On von Akrapovic selber. Und das ist viel Gewicht. Jetzt sind wir gerade bei Akrapovic, ne? Da sind auch die Fußrasten verbaut, die haben wir jetzt auch im Programm. Genau. Das Die sind auch Fußrasten. pornös. Also unterwegs reparieren ist damit Feierabend. Man sollte sich ein paar mitnehmen auf die Rallye. Ich habe auch schon Fußrasten abgebrochen. Ja, also das ist auf jeden Fall, man muss halt für alles doppelt mithaben. Das heißt Felgen, auch so Fußrasten halt eben. Auch die Fußrastenaufnahme hier in dem Fall, weil wir halt das so designt haben, dass wir die Fußrastenaufnahme aus Aluminium gemacht haben. Weil wenn wir dann stürzen und das abbricht, dann müssen wir nicht den Rahmen reparieren, sondern wir tauschen einfach nur die Aufnahme. Und dadurch, dass es kein Reiseutensilien ist, sondern Rallye to Rallye, können wir es im Biwak dann reparieren und good to go. Ja, Das Gleiche halt und eben selbst auch. wenn das Reise ist, kannst du das irgendwo reparieren, wenn man es runterschrauben kann. Ja. Also reparieren kann man immer und die meisten Motorräder heutzutage haben ja eigentlich diese Druckguss-Aluminiumteile als Fußrastenaufnahme. Ist ein sehr schwieriges Thema halt eben. Hier haben wir Flugzeugaluminium, leicht und sehr stabil. Machst du mal heiß, Und- fliegst du wieder. Genau. Also ganz andere Liga als so ein gegossenes Teil, weil das bricht wirklich, da musst du mit dem Hammer draufhauen. Das Aluminium verträgt ein bisschen was. Ja, Ja. genau. So die Idee. Ja. So die Idee. So, jetzt da oben, Ja. das hier, das ist jetzt alles Original 1300. Ja. Die Carbon-Teile dann schon nichts mehr, ne? Nee, die sind nicht.
Die habe ich damals halt eben, wo ich das Motorrad gekauft habe, habe ich schon mal montiert. Habe halt eben, ich sage jetzt, viele werden mich vielleicht lynchen, aber das ist halt billiges AliExpress Carbon, aber es ist 100%iges Carbon. Weil ich habe das für 200 Euro gekriegt und beim Illenberger kriege ich das für 1000 Euro. Da ist so, das ist ein Rallye-Motorrad und kein Show-Motorrad. Da muss das Carbon meiner Meinung nach nicht 100%ig sein, sondern es muss funktionieren. Ja, aber das ist das Problem bei uns in Deutschland. Ich sehe es jetzt, ich mache jetzt das Beispiel Fußrasten, nagelt mich nicht fest. Die werden ausgepackt und die gucken sich den Näher an. Ey, da stehen die mit den Füßen drauf. Und das Erste, was die machen, die verbiegen mal Fußrasten. Ich könnte jedes Mal weinen, ne? Also die schlagen an, machen Kratzer, naja, aber ich muss vorher mit dem Poliertuch drüber. Ja, aber hier zum Beispiel eben war halt eben die Funktion über wie es passt. Und es passt wirklich sehr gut. Also, weil das ist ein sehr kompliziertes Teil ist. Das sieht aber mega aus, muss ich sagen. Ne? Und es wirkt halt eben cool. Und wir haben 50% Gewicht gespart zum Original. Und die Idee war dann, dass wir auch die anderen Teile auch aus Carbon machen und. Das ist halt noch, schauen wir mal, wie weit wir das halt jetzt machen. Du hast einen Hauptrahmen, ne? Ja. Du hast hinten einen Heckrahmen und so muss ein Motorrad sein. Ne? Das finde ich ja cool, weil du auch was reparieren kannst, weil du was wegmachen kannst. Wie ist das mit dem Motor? Den hebst du jetzt von unten rein, oder? Also nein, es ist nicht, der Rahmen ist nicht selbsttragend. Nicht? Nee. Okay. Also der Rahmen ist, also der Motor ist noch mittragend. Also wie es original, wie es früher bei der 1100er war. Ja, bloß, oder dass wie es der bei der Heckrahmen HP2 nicht komplett ist. Ja, genau. Ne? Sonst wäre Genau. der Heckrahmen 1 und bei Genau. dir ist es immer noch geteilt. Ja, also wir haben 3 Teile. Ja. Wir haben ein Vorderteil, wir haben ein Mittelteil und das Heckteil. Okay. Und es hat den Vorteil halt eben, das haben wir halt so konstruiert, dass wir im Heck theoretisch immer die Originalsitzbank auch, die Originalheck auch montieren können. Schaut zwar, sage ich, designmäßig ein bisschen komisch aus mit dem Rohrrahmen und dann halt eben das schöne Aluminium, aber das ist halt eben, wenn ich dann mal sage, ich möchte ein TED fahren, dann schnalle ich das drauf, habe Gepäcksystem und fertig. Geniale Idee, ja. Also wir haben es halt schon ein bisschen so funktional gemacht, weil halt eben auch, wenn jemand später mal den Wunsch äußert, dann ist es schwierig, das zu ändern. Und so sind wir schon mal ein bisschen... Wobei, ich meine, die Tanks, die vertragen ein paar Endurance dann auch. Ne? Aber man kann die auch abmontieren und ohne den fahren und kann dann das Plastik von der Yamaha drauf montieren. Cool. Und fertig. Dann ist hinten einfach eine Yamaha eigentlich. Hast du das auch mal drauf gemacht, das Plastik? Das sieht bestimmt schön schlank aus. Habe ich noch nicht gemacht, weil ich habe, für mich ist... Wobei die dicken Tanks, die passen wunderbar zu diesem großen Motorrad, ne? Ja, und ich war halt eben mit dem Photoshop, wo ich die Tanks gesehen habe, dass sie zum Verkauf verfügbar sind, habe ich dann mit Photoshop gespielt und. Und dann habe ich mir gedacht, das passt wirklich gut. Es gibt viele Alu-Tanks, das sind halt Kunststofftanks, die schauen einfach zu plump aus. Das sind einfach Ecke. Und ich muss sagen, das passt zu dem Motorrad nicht. Für mich wäre jetzt die nächste Idee gewesen, ein 690er Tank. Ja, weil der auch von der Idee her gut ist. Habe ich auch schon beim Zweiventiler probiert. Ja, wäre eine Option, aber er ist halt eben hier zu schmal. Ja, das ist geil. Das hast du richtig cool gemacht. Also wirklich, sieht richtig klasse aus. Es würde zwar Gewicht sparen, sage ich jetzt einmal, wenn wir den Hecktank von der 690er nehmen würden, aber es hätte den Nachteil, es passt einfach dann von der Proportion einfach nicht. Jetzt gehen wir mal tiefer. Ja. Wir haben den Motorschutz. Den hast du jetzt einmal am Motor noch angebracht. Ja, also der Motorschutz ist halt eben relativ speziell. Der ist von Altrider und der ist halt eben, hat halt hier sehr spezielle Punkte, wo eigentlich normalerweise ein Motorschutzbügel angebracht ist und hier hinten im Rahmen sowieso die Schraube da ist, weil da der originale Enduro-Motorschutz auch anschraubt. Und so schützen wir den Motor vom Durchschlagen, weil hier sind dann auch Gummipuffer drinnen, die dann das Durchschlagen besser verteilen. Würdest du sagen, dass das besser als bei der HP2 gelöst ist? Als dein Motorschutz, meinst du? Ich würde sagen, gleich gut, mindestens, weil der Vorteil bei der gegenüber der HP2 ist hier auf jeden Fall, dass es hier eine fixe Verankerung hat hinten. Und dass sozusagen dann hier die Energie halt drauf geht. Bei dem HP2 ist es ja sozusagen, wir haben die Gummiauflage und die geht großflächig auf den Motor, aber kann halt nachgeben. Und hier ist es eigentlich relativ... Aber das könnte sich noch nach hinten verdrehen, das ist nicht fix, ne? Das ist angeschraubt nur, ne? Ja, das ist angeschraubt. Also wenn du richtig entschlagen hast, kannst du dahinter schieben, ne?
Wollen wir gar nicht machen, nein, aber das kann natürlich passieren. Also alles ist möglich, aber halt eben, ich hoffe, dass der von BMW so fest designt wurde, weil ein Motorschutzbügel muss ja sozusagen, Ja. wenn das Motorrad umfällt, darf ja jetzt nicht ein Loch im Motor passieren. Und von dem her hoffe ich, dass das eine bessere Aufnahme ist. Es gäbe zwar noch einen besseren Motorschutz am Markt, der hat aber, sage ich jetzt einmal, den Nachteil, dass man einen ganzen Motorschutz braucht. mit dem Bügel braucht. Und das ist, wir unterhalten uns jetzt ganz schön lange über das Thema Motorschutz. Und ihr werdet euch da draußen denken, die zwei sind echt total bescheuert. Nein, ich habe so viel kaputte Motoren schon gesehen, die von unten reingeschlagen sind. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema in der Szene. Ne? Ja, also das ist halt eben ein Thema, weil man muss sich vorstellen, da fehlt der Unterzug halt eben unterm Motor, den halt die alten GS zum Beispiel gehabt haben. Und da kann man wenigstens was anschrauben. Eine Yamaha hat diesen Unterzug, aber der ist mehr Zierde, als er schützt, jetzt wirklich gesprochen. Und hier hat man gar nichts und da muss man halt das Beste draus machen. Und das ist halt eben für mich jetzt einmal das Optimalste. Und ein bisschen Aufpass beim Fahren. Ne? Ja, man muss das halt ein bisschen im Hinterkopf. Also Ja, bei du der kannst da HP2 kein Rammler sein, ne? Das Genau. bringt nichts. Also bei der HP2 mit deinem Motorschutz ist es halt auch, ja, ich weiß, dass da was passieren kann, aber ich habe ich sage jetzt einmal einen Baumstumpf, da fahre ich langsamer drüber, als wenn ich jetzt sozusagen mit einem Enduro drüber, da ist mir scheißegal, da soll es draufhauen und ich fahre weiter. Aber bei der HP2 auch vom Geldwert her ist das halt natürlich, das fährt mit. Aber hier bei der Rallye, ja, wenn man schnell fährt und dann schlägt dann durch, ja, dann ist das halt ja, ein Missgeschick. Ist die Krümmerführung jetzt schmaler hier oder ist das Original schon schön Nee, angeglichen? die ist schon original sehr schmal und Dings, die Rohre sind ein bisschen dicker als original. Muss man was sagen, ist echt eigentlich genug Platz. Ne? Ja. Also im Wald Enduro fahren ist natürlich immer ein Problem. Ne? Ja. Aber es kann ja wirklich jeder mit einer 350er fahren. Ne? Ja. Und wir wollen das halt nicht, deswegen tun wir uns das ja an. Genau. So, dann ab da Ja. hier ungefähr beginnt dann der Frontrahmen. Ja. Der ist bestimmt mit dem meisten Hirnschmalz gemacht. Ja, also der Frontrahmen, generell der Rahmen ist halt eben mindestens doppelt so stabiler als der Originalrahmen, aber ist auch kein Wunder, weil wir haben kein Telelever. Aber der Frontrahmen ist halt eben am meisten Zeit reingeflossen, weil wir da 2 Prototypen gebaut haben, damit wir mal die Geometrie so haben, wie wir sie wollen. Und wir müssen jetzt auch dazu sagen, der Telelever, der hat ja auch seinen Grund. Ne? Ja, und das macht BMW nicht umständlich, weil sie es umständlich haben wollen, sondern das hat ein total geiles Fahrverhalten auf der Straße. Das Motorrad fährt sich wie auf Schienen, macht super Spaß, ist wirklich klasse. Aber das Motorrad soll ja gar nicht auf der Straße bewegt werden, das soll ja im Offroad bewegt werden. Und da kommen wir mit dem Telelever an Grenzen, die wir damit überwinden können. Ganz genau. Also man muss sagen, der Telelever, wenn er so schlecht wäre, würden die anderen Hersteller jetzt nicht das Anti-Dive-System bei ihren Upside-Down-Gabeln einbauen, wo sie elektronisch alles zumachen, damit es nicht einfedert. Von dem her, das macht ja ein Telelever automatisch und das hindert ihn, dass er im Offroad richtig performt. Und das ist halt etwas, was wir hier mit dem WP Convalve-Fahrwerk halt minimieren. Manche sagen ja, BMW kann nur mit einem KTM-Fahrwerk gut fahren. Ich sage immer gerne dazu, White Power war länger mit BMW als KTM es jemals war bis jetzt. Also die Historie von BMW und WP ist eigentlich, sage ich jetzt einmal, die sind eigentlich auch nur dadurch groß geworden. Schade war es einfach, dass 2008 BMW nicht zugeschlagen hat. Ja, leider muss man sagen, ja, eine Opportunität vermiest. Aber man muss das jetzt einfach so sehen, wir sind ja zwei unterschiedliche Firmen. Ja. Es gibt KTM und ein Teil von dieser Gruppe ist WP, aber WP ist eigenständig Genau. und wir verbauen die Gabeln auch, weil die super sind. Es gibt natürlich auch das Wort mit Öl, das Ölins, das ist auch gut, das ist von Brembo gekauft worden jetzt. Ne? Aber ich bekomme halt im Paddock, beim Rennen oder in der Welt, in irgendeinem Geschäft, irgendwo in Hinterdupfing, bekomme ich halt besser WP-Gabel oder Teile für meine WP-Gabel als für eine Ölins. Aber was ich gemerkt habe, es gibt ganz viele japanische Gabeln überall. Ja, das kennen wir in Europa nicht so, aber wenn man in Russland bist oder so, ne, da sind ganz viele Japaner, ne, da wäre ja Kayaba dann schon wieder gut. Ne? Ja. Also ich muss sagen, Kayaba ist zurzeit mit WP die am meisten kommendste Gabel, weil wir halt bei der Tenere zum Beispiel die meisten auf Kayaba umbauen. Also das ist halt eben, hat mich am Anfang halt ein bisschen verwundert, aber das ist halt eben Kayaba
ist halt zusammen mit denen und dann gibt es halt ein Umbaukit von GYTR, dann gibt es halt ein paar Leute, die sich da ein bisschen Hirnschmalz dabei gedacht haben und generell auch Leute jetzt mit KTM und Kayaba fahren. Und ich muss sagen, ich bin eine Kayaba-Gabel gefahren bei einer HP2 und ich war irrsinnig überrascht, wie simpel sie zum Einstellen und wie gut sie Feedback gegeben hat. Also Die Japaner auf der Insel haben schon immer was gekonnt. ja, also das war wirklich abnormal. Und bei der Converve ist halt der Nachteil, muss ich sagen, man muss wirklich mit Druck fahren, also wirklich richtig schön angasen, damit man die Performance von der richtig so ein bisschen ausspielt. Wenn man ein bisschen herumgurkt und langsames Enduro fährt, dann ist die Converve halt eben, ich sage jetzt, ich will jetzt nicht sagen im Nachteil, aber sie funktioniert dann nicht so wie eine Kayaba. So ein bisschen halt eben von meinem Feedback, so was ich halt so ein bisschen gefahren bin und auch zu Öhlins oder so. Aber es ist halt das Beste, was ich hier so verwenden kann. Weil Da war ich ein bisschen von meiner Luftgabel immer so Ja. begeistert. Die ging am Anfang so richtig geil. Aber halt, wenn du dann länger fährst und schneller, dann wird sie halt komisch. Genau. Und das ist halt eben, im Biwak werde ich dann hoffentlich von anderen Kollegen dann Teile bekommen, falls ich das Teil nicht habe, sagen wir so. Ja, mit dem Motorrad bekommst du auf jeden Fall immer Hilfe, weil du Ausnahmesituation bist. Ne? Genau, ich muss nur schauen, dass niemand entwendet. Ja, jetzt kommen wir, wie bei jedem Video, kommen wir jetzt zu technischen Zahlen. Ne? Was meinst du, was so ein Rahmen kostet später? Also zahlenmäßig später im Verkauf oder Einkauf? Im Verkauf. Also der Wunsch wäre, dass wir unter den 10.000 bleiben. Und von dem her, ja, ich habe jetzt einmal den Rahmen und die Lehren bezahlt. Also ich weiß, was ich bezahlt habe. Und ich hoffe, dass ich da sozusagen, ja, den Rahmen halt eben ein bisschen günstiger dadurch dann bekomme, weil das Problem ist, wenn ich ihm sage, ich möchte einen Rahmen, dann kostet er viel. Aber wenn ich ihm sage, ich möchte 5, dann baut er 5 in einer Reihe und dann ist das eine ganz Ich kenne das Prinzip. Ja. Und selbst bei so einer kleinen Manufaktur macht schon Stückzahl viel aus, weil die CNC-Maschine, die dann was machen muss, die muss man nur einmal einspannen. Und das sind halt so Sachen. Also, ja, wie gesagt, unter 10 wäre der Traum. Das heißt, Frontrahmen, Mittelrahmen und Heckrahmen halt eben als Selbstbausatz dann. Aber das, wie gesagt, ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich noch auf die Angebote warte von Backer, wie viel es mich kosten würde, 5 Rahmen zu kaufen. Also wir schicken ja immer im Dezember unseren Brief nach Rovaniemi zum Nikolaus, ne, zum Weihnachtsmann. Wo müssen die Leute ihren Brief hinschicken, wenn sie sowas wollen? Zurzeit auf Majestix_ADV auf Instagram, sage ich jetzt einmal, oder auf Christian Majewski auf Facebook, weil die Firma oder die Webseite halt im Entstehen sind. Ich möchte, wenn das Motorrad fährt, möchte ich eigentlich auch, sage ich jetzt einmal, die Firma dann announcen. Das wird auch nicht unser letztes Video sein. Ich gehe mal davon aus, wenn du das Motorrad in Betrieb genommen hast, treffen wir uns mal in einer schwarzen Pfütze und machen ein paar schöne Bilder, ein paar schöne Videos. Ne? Ja. Also Wäre sehr cool. Ohne es in einen Baum zu legen. Ne? Nee, aber wäre halt eben sehr cool, weil, wie gesagt, das ist halt eben für mich auch, du bist halt eben sehr viele Zweiventiler und auch HP2 gefahren und da ist halt eben Feedback willkommen, weil wenn dir was nicht passt und das ist eine eigene Präferenz, weil die Brems- oder Kupplungshebel nicht perfekt sind, ja okay, das kann man ändern, aber wenn du nicht beleidigt sein. Ja, nein, muss ich ehrlich sagen, da stehe ich drüber und sage, Feedback ist dann keine Beleidigung, solange es keine Beleidigung ist. Also das Motorrad ist scheiße, dann ist das ein anderes Feedback, als wenn man ein konstruktives Feedback gibt. Also ich habe mal einen Moped-Tausch gemacht, da war der Kollege mit meinem Motorrad auch wieder schneller. Also ich schneller als er und dann war er mit meinem schneller und dann habe ich nachher nichts zu ihm gesagt. Ja, aber auf jeden Fall ist das ein spannendes Unterfangen. Also ich finde es total genial, was du da machst und ich ziehe meinen Hut vor dir. Also du bist das nicht für mich blöd, weil ich habe ja selber schon so viel Geld in meinem Leben rausgeschmissen für solche Hobbys. Ich habe es schon mal gesagt, meine Tochter hat mich gefragt, wieso wir keinen Pool haben und keine Sauna. Ich habe 180 Pokale oder was da oben liegen. Ne? Wo sollst du denn dann eine Sauna noch bezahlen können? Ne? Und dadurch bin ich bereit, sowas immer zu unterstützen. Ich finde es total geil, was du da machst. Wirklich klasse. Ich würde mich freuen, wenn ich auch mal mitfahren darf. Ich will sie natürlich nicht kaputt machen. Und ich bin auch mal gespannt, wie das Ganze im Ganzen aussieht. Ne? Ja, also die Farbkombi ist geil. Ne? Und dass das so gut miteinander harmoniert, ist auch geil. Ne? Also farblich wird sich's ändern, sage ich jetzt mal. Die wird halt voll neu foliert. Pink. Ja, Pink Forever. Ey, das kommt verächt, ne? Also
ihr da draußen, in 2 Jahren lacht er nichts mehr über mich. Na, aber wie vorhin gesagt, der Rahmen war eigentlich gedacht, dass ich ihn halt eben in diesen Krauser, ja, ich nenne es mal Rubinrot, weil das ist halt kein Rosa, das ist halt so, ja, halt eben mache. Einfach nur an diese Zeit anzuknüpfen. Dann habe ich mir das halt überlegt und dann habe ich mir gedacht, na, weiß ist der geilste Kontrast zu schwarz. Also hier wäre es wahrscheinlich richtig geil kommen, wenn du nur den Rahmen damit gemacht hast, weil es Ja. halt dieses Projekt zum Ausdruck Ja, bringt. Ne? ja. Wenn ein Kunde da ist, gibt es keine Farblimits. Ich danke dir für die Zeit. Danke dir auch. War Danke. angenehm. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok und wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald, euer Manuel. Ciao. Ciao. Produzierst du gerade Outtakes? Ja, ein bisschen. Ja, mein Österreichisch wieder. Ja, Nee, vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir das vor dem Video mit reinmachen. Und das da hat noch, sage ich, eine gewisse ja, wie heißt Okay, also ja, es gibt ein bisschen